ohne jetzt der Wahnsinnsexperte zu sein, aber ein bisschen habe ich mich damit auseinandergesetzt und schon auch sozusagen rausgefunden, im Prinzip neben Insulin. Die meisten sind ja jetzt auch durch die Videos vertraut mit der Hautfaltenmessung. Gewisse Hormone haben einfach Wirkung aufs komplette System und ich mache das ja über die Hautfaltenmessung. Sprich, Beispiel also Insulin bzw. Kohlenhydratstoffwechsel haben wir über die zwei Hautfalten Hüfte und Schulterblatt. Und die Bauchfalte, die ja eigentlich wirklich bei den meisten Männern, die auf Priorität 1 ist, die wird eben assoziiert mit Cortisol. Seit ich das gelernt habe, gezwungenermaßen muss man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzen. Und es ist am Ende immer so, vielleicht nochmal die sich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, wie ich im Prinzip Fitness coache, es ist immer eher ein ins Gleichgewicht bringen des Kunden als Hauptsache du bewegst dich mehr und isst weniger Kalorien. Also es geht im Prinzip weit darüber hinaus, sondern die Idee ist immer zu verstehen, wo ist der Kunde aus der Balance. Und da ist eben, wahrscheinlich ist die 1 so dieser Kohlenhydratstoffwechsel, über den wir auch schon öfter mal gesprochen haben. Das können wir sicher auch nochmal in einem anderen Webinar machen. Aber ich würde sagen, auch direkt danach von der Wichtigkeit her ist es das Cortisol als, ich setze es direkt in Anführungszeichen als Stresshormon, weil eigentlich wird es dem Hormon Cortisol gar nicht gerecht. Aber das mal so zur kurzen Intro, ohne zu behaupten, da der Wahnsinnsexperte zu sein. Aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen verstanden habe, sozusagen, was es so mit Stabilität macht, was es zum Teil auch mit anderen Hormonen macht. Das hängt ja immer zusammen und somit dann eben auch mit Performance, Körperfett, Muskelmasse und so. Und da hängt Cortisol schon ganz schön tief drin. Und deswegen habe ich mich schon so ein bisschen damit beschäftigt. Und so aus der Warte von einem Coach, das muss ich dazu sagen, rede ich darüber jetzt nicht als weit weg von einem Endokrinologen oder so. Genau. Aber so habe ich mir das Ganze gedacht. Von mir aus fange ich jetzt an, erzähle euch ein bisschen so meinen Blick auf Cortisol und dann können wir dann nachher noch einmal gerne auch, ihr könnt auch gerne dazwischen irgendwas Fragen sagen. Genau. Ja, lass gerne so machen, interaktiv. Genau. Dennis, willkommen. Auch im Video. Sind alle krank. Servus. Ja, dann let's go. Und wenn immer ihr Fragen habt, einfach direkt rein. Und am Ende haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau, also ich habe es auch öfter schon mal in den Circuits live gesagt. Also wie gesagt, ich schaue über die Hautfaltenmessung ja relativ grob. Es ist auch da nochmal, es ist kein Blutbild, es ist kein Speicheltest, es ist eine Hautfaltenmessung. Trotzdem bewahrheitet sich so dieses Long-Term-Ding, also dass wir in unserer heutigen Zeit einfach durch einen vermehrten Stress und Stress muss man auch nochmal differenzieren. Viele denken bei Stress immer andauernd klingelt das Handy. Und ja, das ist natürlich auch eine Form von Stress, aber jede Art von Einfluss auf den Organismus, also sei es irgendwelche Lichtquellen, sei es dauernde akustische Beschallung, seien es Nahrungsmittel, die ich vielleicht nicht vertrage. Klassiker sind eben so diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten. 1, 2, 3 sind Gluten, Laktose, Fructose. Kann aber auch was ganz Abgefahrenes sein von Nachtschattengewächsen, Histamin und was da so individuell so anfällt an Unverträglichkeiten. Auch das sind Stressoren, gerade für den Darm. Und der Darm an sich kann dann auch ganz schnell wieder zu einem Stressor werden, wenn zum Beispiel nicht genug Magensäure produziert wird, übrigens auch aufgrund von zu viel Cortisol und so. Das heißt, es ist sehr oft eine sich selbst bedingende Spirale, wo man dann eben rauskommen muss. Genau, und deswegen ist sozusagen eine Disbalance so in Richtung Cortisol was ich super häufig sehe. Einfach weil unser Alltag und das Management von Stress oder von Stressoren eben einfach nicht so funktioniert oder nicht alle Potenziale da ausgeschöpft werden, weil unser Alltag einfach deutlich stressiger ist, als es noch vor 150 Jahren war, durch Medien und mehr verarbeiteten Essen und so weiter. Genau, vielleicht als Basis Cortisol, deswegen hatte ich es eben unter Anführungszeichen gesetzt, ist eigentlich kein Stresshormon. Es wird ausgeschüttet, sobald ein Stressor auf den Organismus wirkt. Es ist aber dafür da, diesen Stressor beantworten zu können über Glucose. Also das heißt, Cortisol wird ausgeschüttet, im Prinzip über die sogenannte HPA-Achse. Es geht los oben im Hypothalamus und dann geht es über so eine Achse Pituitary Gland und dann zu den Adrenals, zu der Nebennierenrinde. Dort wird Cortisol ausgeschüttet, wenn Glucose als Energieform gebraucht wird. Das heißt, eigentlich ist Cortisol physiologisch gesehen dafür da, dass gespeicherte Glucose aus Muskelzellen und Leber gelöst werden kann, vor allem im Gehirn. Da brauchen wir ja durchgehend Glucose, Aufgaben bewältigen zu können. Glucose ist sozusagen der eine Treibstoff, den wir immer brauchen. Am Ende ist es Zucker und wird als Glucose bzw. Glykogen in Muskel und Leber gespeichert und wird auch durch ein Phänomen, das heißt Gluconeogenese, also die Leber bildet ständig neue Glucose, weil sie überlebenswichtig ist. Das wiederum hat zur Folge,
dass wir auch ohne Kohlenhydrate überleben können, weil der Körper bildet es selber und damit ist es per Definition nicht essentiell. Und das Cortisol, sobald wir eine gewisse Leistungsbereitschaft brauchen, wird der Körper bzw. das Gehirn das registrieren und eben Cortisol ausschütten. Und Cortisol wird dann über enzymatische Ketten dafür sorgen, dass Glucose in den Zellen mobilisiert wird, damit wir leistungsbereit sind. Also über Denken und Handeln auf Stressoren reagieren können. Das ist der physiologische Mechanismus. Für nichts anderes ist Cortisol im Prinzip gut. Und das direkt mal als Einleitung, weil Cortisol irgendwie so einen negativen Touch immer hat, stimmt eigentlich gar nicht, weil wir brauchen es unbedingt. Und das ist das eine Hormon, was uns eigentlich leistungsbereit macht. Es strukturiert einen Tag, es macht kognitiv im Prinzip scharf, es moduliert die Immunantwort. Also da ist auch da gehe ich vielleicht später nochmal kurz drauf ein. Der Klassiker ist, kurzzeitig ist Cortisol immunsuppressiv. Also das heißt, wenn ich viel arbeite, werde ich wenig krank und sobald ich dann in Urlaub gehe, werde ich in den ersten 3 Tagen krank, mein Stresslevel mal absinkt und die unterdrückte Entzündung kommt hoch. Aber auf jeden Fall, das Cortisol, muss man sich auch merken, wirkt auch aufs Immunsystem und ist aus meiner Sicht, aus Sicht eines Krafttrainers, es ist auch entscheidend für, wie gut kann ich im Training performen. Und wie gut habe ich mein Cortisol nach dem Training und in der Nacht nach dem Training unter Kontrolle, beziehungsweise wie gut wird es auch abgebaut im Körper, eine Reizantwort zu bekommen. Genau, also Cortisol ist nicht dein Feind, wäre die Überschrift, sondern unkontrolliertes, chronisch hohes Cortisol ist der Feind. Darf ich dazu kurz mal was fragen? Wie schnell, in Anführungszeichen, geht denn der Spiegel dann hoch und runter? Also wenn ich dann ein Blutbild mache, ist das ein Abbild im Durchschnitt des letzten Monats oder ist das eher so eine Tagesaufnahme, wie es gerade heute ist, weil sich das schnell verändert? Cortisol ist eine Sache, das muss man auch dazu sagen, wenn man das mal wirklich wissen will, das sollte man nicht im Blut nehmen, sondern im Speichel. Da gibt es auch so Home-Tests. Und das ist eben das Lustige, Cortisol als Langzeitwert zu bestimmen, macht es keinen Sinn. Und auch nicht mal zu einem Tageszeitpunkt, sondern Cortisol muss eigentlich an 4 Tageszeitpunkten bestimmt werden. Da komme ich jetzt auch gleich noch zu, aber es ist eigentlich so, du willst morgens hohes Cortisol haben. Je höher, das ist eigentlich ein super wichtiges Takeaway, je höher Morgencortisol ist, desto stabiler wird dein Cortisolspiegel über den Tag sein und desto besser wird es in den Abendstunden abfallen und Melatonin, dem Tiefschlafhormon, Platz machen. Denn Cortisol, das habe ich ja schon gesagt, es ist immer ein Zeichen, wenn Cortisol nicht ganz in Ordnung ist so ein bisschen die Balance weg. Und optimale Balance ist eigentlich so, dass sich Melatoninkurven und Cortisolkurven wie so Wellenbewegungen antizyklisch überkreuzen. Das heißt im Prinzip, Cortisol wird noch lange bevor wir aufwachen angeflutet im Körper und irgendwann geht es so hoch, dass es das Melatonin unterdrückt und dann sind wir wach. Und die ersten Stunden eigentlich des Tages, da komme ich auch gleich noch zu, sind entscheidend, weil je höher mein Morgencortisol ist, also je schneller ich auch leistungsbereit bin. Deswegen ist es oft eine meiner ersten Fragen in so einer Anamnese nach der Hautfaltmessung, wenn Bauch auf 1 ist, dann frage ich immer, wie fühlst du dich nach dem Aufstehen? Wie schnell bist du fit? Weil wenn wir optimale Cortisolanflutung haben, dann haben wir morgens sehr hohes Cortisol, was gut ist, weil wir morgens Fokus, klar motiviert sein wollen. Und wenn dieses Cortisol morgens hoch genug ist, dann ist es so, dass wir einen negativen Feedback-Loop im Körper haben. Das heißt, der Körper merkt, wenn es hohes Cortisol ist, wird er auch wieder über die HPA-Achse, über den Hypothalamus steuern, dass nicht noch mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Und das ist in dem Fall gut, weil dann bleibt nämlich das Cortisol stabil oben, fällt nicht ab und wir haben den ganzen Tag so einen durchgehend hohen Fokus, was eigentlich das ist, was wünschenswert wäre. Und das muss man dann auch im Speichel messen. Also man muss eigentlich, was zum Beispiel auch wenn du dir diesen Medivere Home-Test holst, sind es 4 Tageszeitpunkte, zu denen du Cortisol messen musst. Morgens, vormittags, später Mittag und Abend. Und dann muss es eine Kurve sein, die langsam am Nachmittag abfällt und in die Abendstunden dann wirklich flach wird. Und da flutet langsam das Melatonin an, was uns eben dann in Tiefschlaf versetzt. Also die beiden sind hormonelle Antagonisten und haben so dieses Yin-Yang, das Licht-Schatten-Gleichgewicht. Wenn man dann morgens schon müde ist, heißt es dann, dass man weniger Cortisol hat, oder was? Dann, genau, es gibt 7 Cortisolkurven, die definiert sind. Die erste optimale habe ich gerade beschrieben. Und das ist eigentlich dieser zirkadiane, nennt man das, ne? Zirkadiane Cortisolrhythmus.
weil er sich im Prinzip nach der Zeit richtet. Denn wir haben ja ich glaube, es ist die Retina, das ist sozusagen die Lichtaufnahme im Auge drin. Und wenn du Sonnenlicht hast oder beziehungsweise als kleinen Biohack, Licht über 10 Lux, also du brauchst relativ hohes Licht und das moduliert im Prinzip das Cortisol nach oben. Das heißt, mit der Sonne aufzustehen, dieser zirkadiane Tagesrhythmus, mit der Sonne aufstehen, würde das Cortisol optimal morgens beeinflussen. Also eine Peak-Cortisol-Auswertung hast du 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen. Cortisol Awakening Response. Und dann hast du einen Abfall über den Tag und niedrigsten Wert, dann im Gegensatz dazu hast du eben, weswegen ja auch oft gesagt wird, diese Stunden vor 12 und so weiter, den niedrigsten Wert hast du eigentlich zwischen 23 und 2 Uhr. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, aber hat auch einen speziellen Namen. Und da ist genau die Zeit, wo dann Growth-Hormon produziert wird. Weil in den Tiefschlafphasen, wo am wenigsten Cortisol da ist, weil wir haben auch während der Nacht manchmal, wir haben schon Anflutung während der Nacht und da kommen eher diese REM-Schlafphasen, wo du deutlich mehr träumst und so. Aber du hast auch diese Tiefschlafphasen, vor allem zwischen 23 und 2 Uhr in der Nacht, wenn zirkadian alles richtig läuft. Und da hast du halt eine optimale Growth-Hormon-Ausschüttung. Growth-Hormon wiederum ist dann wieder Recovery vom Training, Anti-Aging-Hormon im Prinzip. Es ist eigentlich ein Hormon, was deine Alterung steuert, sehr gut für die Mitochondrien ist und so weiter. Und sobald du so diese Verschiebung der Cortisolkurve hast in Richtung Morgenmüdigkeit, und dann hast du 11 Uhr ein High, dann hast du am Nachmittag wieder so ein Low und dann bist du um 21 Uhr nochmal hellwach. Dann bist du irgendwo bei Cortisolkurve Nummer 3 oder 4. Und dann hast du im Prinzip noch diese Cortisolkurve 7. Das heißt Low-Low. Also du hast niedrig morgens, niedrig abends, du bist durchgehend low. Und das ist eigentlich eine Art Burnout. Ne? Deine Nebennierenrinde produziert eigentlich gar kein Cortisol mehr. Und dann ist immer die Idee, nämlich, sobald die Bauchfalte auf 1 ist, den Kunden über verschiedene Tools und Tipps versuchen, den Biorhythmus wieder mehr in diesen zirkadianen Rhythmus zu schieben, eben optimale Hormonausschüttung, optimale Recovery, optimale Trainingsanpassungen und so weiter zu erhalten. Genau, was kann man noch sagen? Was macht Cortisol? Das hatte ich jetzt zur Einleitung auch schon gesagt. Es ist da für den Glukosestoffwechsel. Ne? Also es mobilisiert Glukose und es erhöht den Blutzucker. Das heißt also, was man zum Beispiel, es gibt so Blutzuckerchips die empfehle ich auch öfter mal, die heißt Freestyle Libre. Das sind eigentlich so Chips für Diabetiker, die stempelt man sich hinten auf den Oberarm und die lesen deinen Gewebszucker aus. Und Gewebszucker korreliert eigentlich ziemlich genau mit Blutzucker. Und wenn du jetzt da ein hartes Training hast mit hohem Glukoseaufkommen, das wird durch hohes Cortisol getriggert. Also wenn ich hohen Stress habe, wobei man sagen muss, voran marschieren immer Adrenalin und Noradrenalin. Also wenn ich jetzt irgendwo vom Fahrrad falle und mich vor der U-Bahn retten muss, dafür ist Cortisol zu langsam, sondern das ist Adrenalin, Noradrenalin, diese kurzen Stressoren, wo ich so dieses eigentliche Fight or Flight. Aber das ist wie der Ork, der mit der Streitaxt vorne wegschreitet und dahinter flutet dann das Cortisol an. Und das Besondere, Adrenalin, Noradrenalin können nicht über die Blood-Brain-Barrier, also über die Blut-Hirn-Schranke rübergehen. Das heißt, Adrenalin ist immer nur, ist wie ein Reflex, der monosynaptisch im Körper schaltet sich, ich bin kurzfristig da. Und aber wer das schon mal gehabt hat, so einen kurzen Stressor oder wie bei Eisbaden, du bist so kurz da und dann bist du aber lange deutlich fokussierter, weil hinter diesem Streitaxt marschiert dann Cortisol ein und hat deutlich mehr Platz und geht auch ins Gehirn. Weil eigentlich eben für den Glukosestoffwechsel Cortisol mobilisiert Glucose auch für die Leistungsbereitschaft im Gehirn. Genau. Immunmodulation hatte ich schon gesagt, also es ist eigentlich antiinflammatorisch kurzfristig, deswegen Cortison ist eigentlich synthetisches Cortisol. Ne? Die typische Cortisonspritze, die du kriegst, wenn du eine Entzündung hast, reduziert Entzündung sofort. Das ist genau dasselbe, wie was Cortisol macht. Stress reduziert Entzündung, außer es ist chronisch erhöht, weil du kriegst eine Immunsuppression, also dein Immunsystem wird dauerhaft runtergedrückt und dann hast du sowas wie dieses Silent Inflammation und das ist Nährboden für ganz viele Sachen, die du nicht haben willst. Aber ja, genau, also sowas wie Eis oder also kurzzeitigen Stress zu geben oder eben Cortison als synthetische Form ist Unterdrückung von Entzündung. Dann dient es natürlich Wachheit. Also Cortisol ist wichtig für Kognition, Reaktion, Entscheidungen. Ja, du hast eine kardiovaskuläre Wirkung, also aufs Herz. Es erhöht den Blutdruck. Das heißt zum Beispiel auch noch interessant, morgens, ich empfehle ja immer, morgens dieses Salzwasser zu trinken. Hydration, Wasser erhöht Cortisol und das Salz erhöht auch leicht den Blutdruck. Salz, viele sagen ja, du sollst nicht so viel Salz essen, weil es so wahnsinnig den Blutdruck erhöht. Die Nebennierenfunktion
ist in der funktionellen Medizin sozusagen der Blutdruck, das korreliert. Je besser deine Nebennierenfunktion morgens, desto höher dein Blutdruck. Also ein höherer Blutdruck morgens ist gar nicht so schlecht, weil das und die Nebennierenfunktion regulieren. Auch Blutdruck ist eigentlich besser über mehrere Zeitpunkte am Tag zu messen. Genau. Je besser, und wir hatten auch schon öfter mal über Herzfrequenzvariabilität gesprochen, also wer so ein Whoop-Armband trägt, der kann als Recovery-Wert immer die Herzfrequenzvariabilität sehen. Das ist so dieser eine KPI für wie gut bin ich recovered, wie gut schafft es mein Herz wieder im Rhythmus zu schlagen. Und das ist auch abhängig, wie gut kann mein Schlaf Cortisol unterdrücken. Weil je höher mein Schlafstress ist, desto weniger wird mein Herz wieder im Baseline schlagen. Das heißt also Cortisol-Management, wie ich eben gesagt habe, also wenn ich ein hohes Morgencortisol habe, habe ich auch tieferes Abendcortisol. Das heißt, wenn ich morgens die richtigen Sachen tue, Licht, Wasser, kalte Dusche, vielleicht Kaffee, Training, das sind alles solche Dinge, womit ich mein Morgencortisol so beeinflussen kann, dass ich abends flacheres Cortisol habe, so weniger Schlafstress und dadurch bessere Herzfrequenzvariabilität. Also das heißt, ich habe eine kardiovaskuläre Wirkung von optimal funktionierendem Cortisol. Genau. Plus dann aus Sicht des Trainers, ich brauche Cortisol im Training, Höchstleistung zu bringen. Das hatten wir in einem der ersten Circuits aber auch schon mal erklärt. Der Whey Shake ist dafür da, möglichst schnell das Insulin hochzuholen nach dem Training. Denn wenn Insulin hochgeht, droppt Cortisol. Und Cortisol runterzubekommen, ist nach dem Training eigentlich das Beste, was ich machen kann. Denn sobald Cortisol runtergeht, hat Testosteron, weil die mögen sich auch nicht, chronisch hohes Cortisol sorgt für niedriges Testosteron. Und Testosteron ist das wichtigste Hormon, was wir nicht nur als Männer, sondern insgesamt, das wollen wir immer optimal haben. Für optimale Leistungsfähigkeit, Gesundheit und so weiter. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich an den richtigen Stellen hohes Cortisol habe, dann aber auch zum Beispiel nach dem Training zu sagen, ich trinke einen Whey Shake, sorgt für ein schnelles Abfallen des Cortisol und der Testosteron-Cortisol-Spiegel ist aus hormoneller Sicht, also das Verhältnis, der beste Indikator für wie recovered bin ich. Deswegen macht ein Whey Shake aus hormoneller Sicht auch so viel Sinn, weil ich damit mein Cortisol senken kann, unmittelbar nach einem harten Training, wo ich hohes Cortisol will, weil ich will ja die Glucose aus meinen Zellen mobilisieren. Ich hoffe, das macht bis jetzt alles Sinn für euch. Das heißt, an den richtigen Stellen ist Cortisol mein bester Freund, weil es mobilisiert Glucose. Und dann möchte ich es aber auch runtermanagen, weil da ist es perfekt, wenn es nicht da ist, zum Beispiel bei Schlaf oder Recovery. Jetzt hast du gesagt, nach dem Training reicht da ein Whey Shake aus oder muss ich da eigentlich Carbs zusetzen? Das war ja auch immer so eine Diskussion, der Whey Shake allein reicht nicht, sondern du brauchst noch eine Banane dazu oder halt irgendwie Maltodextrin oder was da früher so gemacht wurde, damit dein Insulin möglichst schnell piekt, oder wie ist das da? Ja, also der Whey Shake, also viele sagen, es ist aufgrund von dem Leucin, was da drin ist, eine Aminosäure, die damit in Verbindung gesetzt wird, dass du einen Blutzuckerpeak bekommst. Und Blutzuckerpeak bedeutet dann gleichzeitig natürlich immer wieder, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren muss, um den Blutzucker zu senken und dann damit das Cortisol wegpusht. Auf jeden Fall ist es so, dass ein Whey Shake schon den Blutzucker ansteigen lässt. Ich glaube eher, dass es aufgrund der flüssigen, wie sagt man, des flüssigen Zustands vom Whey sehr schnell durch die Darmwand geht und je schneller Nahrung durch die Darmwand geht, desto höher der potenzielle Blutzucker. Aber es ist schon so, dass du natürlich nach dem Training haben Kohlenhydrate genau diesen Vorteil. Also Kohlenhydrate setze ich auch gezielt am Abend ein. Benny und Leute, die schon mit mir gearbeitet haben und abends Kohlenhydrate haben den großen Vorteil, neurochemisch, sie sind Vorläufer von Serotonin und damit auch von Melatonin. Alleine dadurch, dass sie insulinogener sind. Also das heißt, dass sie das Cortisol besser verdrängen können. Kohlenhydrate haben deswegen eine entspannende Wirkung auf den Körper. Und wenn du das Körperfett bzw. die Body Composition dafür hast, dann propagiere ich auch Maltodextrin oder ähnliche oder so Carb-Komplexes nach dem Training für noch mehr Recovery. Ist aber so, dass du eine gewisse Hüftfalte dafür haben musst, damit es aus meiner Sicht Sinn macht. Es funktioniert auch ohne, aber wenn du es dir leisten kannst, wenn du Kohlenhydrate verdient hast, im Prinzip aufgrund einer guten Muskelmasse,
einen guten Körperfett, dann wirkt das so noch besser auf die Recovery, ja. Und Okay. Dennis, wie ist es mit einem, wenn man dauerhaft sozusagen zu hohes Cortisol hat? Also woher kommt das? Wenn man dann zu viele Stressoren hat. Aber was können zum Beispiel auch Stressoren, also du hast ein paar am Anfang genannt, aber auch jetzt Arbeit oder irgendwie Handy und sowas. Genau, wie ist das? Wie wirkt sich das auf Cortisol aus? Wahrscheinlich der größte Trigger Schlafmangel und Fasten. Und warum ist das wieder so? Also Fasten ist ja auch was, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in so einem Zirkel-Kontext gesprochen, ich weiß nicht mehr, aber es ist so, die beste Möglichkeit, deinen Blutzucker zu stabilisieren, ist Nahrung. Wenn mein Blutzucker allerdings nicht durch Nahrung stabilisiert wird mein Körper das auf jeden Fall anders regeln. Dann ein zu tiefer Blutzucker ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Wir haben 5 Hormone, die den Blutzucker heben und nur eins den senkt, weil es evolutionär viel gefährlicher war, dass der Blutzucker droppt. Heute aufgrund von so viel Carbs und so viel prozessiertem Essen haben wir im Prinzip das gegenteilige Problem, nur unsere Hormone haben sich halt nicht geändert. Wir haben weiterhin nur Insulin, um zu senken und wir haben weiterhin relativ viele Hormone, die steigen. Und das eine, die den Blutzucker steigen lassen wollen. Das eine Hormon da ist Cortisol. Und wenn ich Schlafmangel, verursacht Blutzuckerschwankungen. Und wenn ich zu wenig schlafe, habe ich theoretisch mehr Unterzuckerphasen, wogegen mein Cortisol immer arbeiten wird. Genauso ist es bei zu unregelmäßigem Essen. Das heißt, jemand, der schon Probleme mit Cortisol hat, zu sagen, du sollst Intermittent Fasting machen, ist eben genau deswegen ein Problem, weil dann das Cortisol wiederum dafür da ist, den Blutzucker zu heben. Also jemand, der eher gestresst ist, du kannst über eine gut getaktete Mahlzeitenaufnahme 3, 4 Mahlzeiten mit Protein als Hauptmahlzeit deinen Blutzucker so stabilisieren, dass das Cortisol diese Aufgabe weniger übernehmen muss. Das heißt, Mahlzeitenfrequenz ist ein ganz großer Punkt, weil Fasten und Schlafmangel massiv Cortisol pushen. Genauso wie zu wenig Kohlenhydrate kann ein Fall sein. Sogar bei den Leuten, wo ich sage, eigentlich isst gar keine Kohlenhydrate, empfehle ich immer mindestens einmal die Woche aufgrund von neurochemischen Gründen eine freie Mahlzeit einzustreuen. Also die Glykogenspeicher wieder voll zu machen, dass die schon mal nicht wegadaptieren, weil das geht auch. Glykogenspeicher können kleiner werden. Aber dauerhaft in so eine Ketose zu gehen und gar keine Kohlenhydrate mehr zu essen, kann auch Cortisol negativ beeinflussen. Exzessiver Kaffee, theoretisch. Wobei man da auch wieder sagen muss, Heavy User wie ich, wenn du 5, 6, 7 Kaffee trinkst, du bist eigentlich so adaptiert an diesen Reiz, dass es dann so ist, wenn ich einen Kaffee trinke, dass es gar nicht mehr zu so viel Cortisol-Push führt. Aber sowas wie Energy Drinks oder so wäre natürlich auch noch was. Irgendwo immer sich drüber Mahlzeiten zu skippen und zu wenig Natrium, also zu wenig Salz in der Ernährung kann auch gut sein. Salz heilt die Nebennierenrinde und beeinflusst Cortisol positiv. Ja, und sonst hat zum Beispiel Marathonläufer haben oft Probleme mit Entzündungen, zu hohes Trainingsvolumen. Okay, aber das also so auch also bei uns jetzt auch so viel arbeiten und sowas, dieses, was wir sagen, gestresst sein, das erhöht auch sozusagen. Ja, voll. Und da ist immer so dieses Ding, ich weiß nicht, also ihr kennt es bestimmt, fühlt sich, wenn man länger nichts isst, eher leistungsbereit. Bis es aber irgendwie zu was zum heißen Gefühl in den Magengegend kommt und man irgendwie auch so unkontrolliert tatterig wird. Genau diesen Punkt rauszumanagen, das empfehle ich halt Kunden über, einfach den Blutzucker zu stabilisieren. Denn sobald das Cortisol das machen muss, ist es einfach, und das über auch längeren Zeitraum, ne? Das kann man schon mal 2, 3 Wochen machen, das kann man bestimmt auch mal 2, 3 Monate machen. Aber wenn ich über Jahre halt da immer dieses habe und dann tief in die Nacht rein arbeite, mir fehlt Schlaf, ich skippe das Frühstück, das ist ja der Lifestyle von vielen. Trinke morgens eben nur den Kaffee, dann trinke ich vielleicht sogar noch einen Energy Drink und dann esse ich irgendwie mittags Carbs, bin deswegen komplett müde, pushe mich wieder hoch mit dem Kaffee. Das ist so der Klassiker, wie ich einfach das Cortisol aus seiner natürlichen Kurve rausziehe und wo der Körper dann einfach in seiner selbstregulativen Aufgabe fürs Cortisol nicht mehr hinterherkommt. Und so wird es dann zu einem chronisch erhöhten Cortisol. Noch eine Frage dazu. Jetzt habe ich irgendwann mal gelesen, dass wenn man selbst nur irgendwie 2 Minuten meditiert oder 5 Minuten meditiert oder sonst was, dass die Cortisol-Levels anscheinend extremst runterfährt. Ist es dann nur letztendlich ein ganz kurzzeitiger Effekt, dass die kurz unten sind und dann aber wieder hochschießen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das insgesamt aus deiner Sicht Humbug? Nee, Humbug glaube ich nicht. Also da bin ich jetzt auch selber überhaupt nicht so erfahren. Aber ich habe so ein bisschen auch natürlich rumgeschaut und so dieses autogene Training. Und da müsste jetzt, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, Benny, aber ich glaube, Kevin würde da wahrscheinlich zu Breathwork
Also ich glaube, da geht einiges. Ich glaube, gerade über so Atemarbeit, aber das ist jetzt auch nur so Second-Hand-Information. Also ich mache das selber nicht, sondern ich mache es tatsächlich eher so über Supplements und Ernährung. Aber ich glaube schon, dass da einfach, weil du ja über Atmung alleine Sympathikus und Parasympathikus, deine zwei großen Systeme im Nervensystem steuern kannst, glaube ich schon, dass du über Meditation dass du es sehr positiv beeinflussen kannst, sowohl morgens als auch abends. Okay. Ja. Und dann hätte ich sogar noch eine zweite Frage. Jetzt ist es ja so, du hast ja gemeint, okay, man schaut ja auch immer, dass man den Blutzuckerspiegel so ein bisschen konstant hält und nur zu den Events so gesehen, wo es richtig ist, das Insulin braucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen klassischen, ich arbeite untertags, gehe abends ins Gym, danach esse ich meine Carbs, vielleicht davor noch ein bisschen, dann macht das Sinn. Ich fahre jetzt zum Beispiel sehr viel Rennrad. Da habe ich immer so den Eindruck, oh Gott, ich muss eigentlich die ganze Zeit Carbs essen, weil ich sonst keine Power auf dem Bike habe. Denke mir aber dann auch die ganze Zeit wieder, okay, ja gut, jetzt ist es jetzt eigentlich richtig, wenn ich die ganze Zeit dann Carbs esse. Oder beim Rennradfahren schießt man sich natürlich irgendwie, keine Ahnung, Gels oder Gummibärchen oder sonst was rein. Da denke ich schon, dass es okay ist, ja, weil das ja dann in der Regel wahrscheinlich sofort verbrannt wird. Aber wo ich mich immer ein bisschen schwer tue, du hast vorher auch davon gesprochen, den Glykogenspeicher aufzufüllen. Ja, okay, wie kriege ich raus, was das richtige Maß dafür ist? Und hast du da irgendwie? Hautfaltenmessung. Hautfaltenmessung, okay. Das scheint das zu sein. Also zu den Gels 100%, wenn dein Sport Kohlenhydrate erfordert, wie es gerade so bei allem, was Ausdauer mit einer gewissen Intensität verbindet, brauchst du Kohlenhydrate. Alles, was so über die 1,5 Stunden rausgeht, brauchst du Kohlenhydrate. Und erfordert dann auch Gels. Gels sind innerhalb von 15 bis 20 Minuten im Blut oder vielleicht sogar noch schneller, 10 bis 15 vielleicht sogar, und verfügbar als Energie. Da wirst du kein Problem bekommen mit deinen Glykogenspeichern. Aber das ist im Prinzip auch also bei allem sowas, was 2, 3, 4 Stunden wirklich an Leistungsbereitschaft, also das könnte in Richtung chronisch erhöhtes also du musst davon schon gut regenerieren und dementsprechend ohne Kohlenhydrate funktionieren ja genau solche Sportarten genau deswegen auch nicht, weil du brauchst in dem Fall Kohlenhydrate von so massiven Anstrengungen zu regenerieren. Also da absolut bist du da auf der richtigen Seite. Du brauchst Kohlenhydrate beim Rennradfahren. Beim Krafttraining, was jetzt so mein Mittel der Wahl ist, overraten die meisten oder sie nehmen zu früh an, dass sie viele Kohlenhydrate brauchen. Die meisten sind dafür einfach zu fett, weil der Sport erfordert es selber nicht bis zu einem gewissen Niveau. Ist jetzt wahrscheinlich ist so ein bisschen hier heute am Thema vorbei. Aber Kohlenhydrate sind wichtig im Krafttraining, aber du musst sie dir verdienen durch ein gewisses Kraftlevel, durch eine gewisse Trainingsfrequenz und so weiter. Im Radsport, beim Schwimmen, beim Marathonlaufen und so ist es eine ganz andere Nummer. Und sogar schon im Tennis, würde ich sagen, da fängt das schon an, oder Fußball, dass Kohlenhydrate auf jeden Fall am Abend vorher, dass die Speicher aufgefüllt sein sollten. Und gibt es da einen Weg, ich glaube, Dennis hatte gefragt, gibt es da einen Weg, wie man das irgendwie, also da das richtige Maß dann zu finden oder das irgendwie scientific sozusagen zu verstehen, oder ist das genau diese Hautfaltenmessung zu verstehen? Ja, plus natürlich, ich würde sagen, ohne die eigene Erfahrung und wie ich leiste, funktioniert es nicht. Ich arbeite mit so Ranges. Von 0 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht kann es hochgehen bis zu 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die weiteste Range an Makronährstoffen, weil wie viel Kohlenhydrate du brauchst, wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Punkt Nummer 1, wie viel Muskelmasse habe ich? Warum? Weil Muskel speichert Glykogen. Und Glykogen ist nichts anderes als gespeichertes Kohlenhydrat. Je mehr Muskel ich habe, desto mehr Glykogen kann ich auch speichern. Aktivitätslevel, je mehr Aktivität ich am Tag habe, desto mehr Kohlenhydrate brauche ich. Denn am Ende ist Kohlenhydrate, es ist nur ein Energieträger, kein Baustoff. Wenn ich Radrennen fahre, dann habe ich so viel Aktivität über eine so hohe Zeit. Ich muss Kohlenhydrate essen, damit ich meine Leistung aufrechterhalten kann. Körperfett, je fetter ich bin, desto weniger Kohlenhydrate habe ich zumindest statistisch verdient. Denn am Ende ist Körperfett die eine Speicherform des Körpers, wie es überschüssige Kohlenhydrate beiseite legt. Von mir aus auch überschüssige Fette, aber bei den meisten Leuten ist ein zu hohes Maß an Kohlenhydraten für die Akkumulation von Körperfett verantwortlich. Das heißt, habe ich jemanden, dann auch noch Testosteronlevel. Das heißt, wenn ich eine Frau habe mit 30% Körperfett, die am Tag eigentlich nicht viel macht, außer vielleicht mal spazieren oder so, die braucht einfach keine Kohlenhydrate. Wenn jetzt aber, ich kenne jetzt Dennis nicht, aber wenn ein Mann,
der 4-mal in der Woche Radrennen fährt und auch noch ein bisschen Muskulatur hat und auf 8% Körperfett ist, der braucht wahrscheinlich irgendwie sowas wie 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ja, der braucht vielleicht irgendwie sowas wie 500 Gramm Kohlenhydrate. Spezifisch, und ich habe noch 2 Faktoren. In dieser Range bewege ich mich von 0 bis 100 Gramm bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die 2 spezifischen Faktoren sind Hüftfalte, akute Kohlenhydrattoleranz und Schulterblattfalte, genetische Kohlenhydrattoleranz. Du könntest auch im Blutbild mal schauen, was macht dein HbA1c, dein Langzeitblutzuckerwert. Wenn der irgendwo Richtung 4,9 ist, ist es sensationell, 5,0 ist top, 5,1 ist okay und alles, was da drüber ist, da würde dir dann auch der Arzt oder Heilpraktiker oder wer auch immer dieses Blut genommen hat, sagen, mach mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate, je weiter das davon weggeht. Also es ist irgendwo eine Range. Die meisten sind off, weil sie zu wenig aktiv sind und schon zu wenig muskulös. Und dann ist es halt für den Körper Fuel, was er nicht benutzen kann. Und wenn Kohlenhydrate zum Fuel werden, was nicht benutzt werden kann, dann kriegt das Insulin wiederum Probleme, das in die Zelle zu shiften, bis zu ATP, der universellen Energiewährung zu machen. Und das heißt, wenn das nicht funktioniert und wir dadurch auch wieder chronisch hohes Insulin kriegen könnten, dann haben wir diese Spirale aus, ich kann mein Kohlenhydrat nicht verwerten und ich habe Insulin chronisch und Insulin ist immer ein Speicherhormon. Speicherhormon, das anzeigt, wir müssen speichern und dann wird es zu Triglyceriden und dann zu Körperfett umgebaut. Das heißt, ich muss bestimmen, wo ist der Mensch in Richtung Körperfett, Muskelmasse, Aktivitätslevel, Hüftfalte, Schulterblattfalte und dann die Kohlenhydrate feintunen. Und auch das geht eigentlich wiederum nur über Beobachtung. Wir messen die Hüftfalte, geben dir 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag, die Hüftfalte geht 2 Millimeter rauf im nächsten Monat. Das waren zu viel Kohlenhydrate für den Stand jetzt. Wir gehen auf 50 Kohlenhydrate, messen wieder, die Hüftfalte ist wieder unten. Wir gehen auf 75 Gramm Kohlenhydrate, wir nehmen Muskelmasse zu, denn das Ziel ist immer, so viel Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, wie es geht, ohne dabei Körperfett im Exzess aufzubauen. Macht das ungefähr Sinn? Es ist ein Kontinuum, was individuell zu bestimmen ist. Macht Sinn, nicht einfach. Es ist ein bisschen auch so testen, retesten, rumspielen. Ja, genau. Nice. Danke dir, Dennis. Ich weiß nicht, gibt es noch weitere Fragen, Christopher, Janik? Nein, aber ich fand es super interessant. Cool. Ich kann mich dem nur anschließen. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich höre tatsächlich auch in dem Ausmaß zum ersten Mal davon. Also vielen Dank für den wertvollen Input. Danke dir, Dennis. So, was sind jetzt deine 3 Key Takeaways für uns? Morgens willst du Cortisol high? Ja, genau. Also irgendwie so als Key Takeaway, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass Cortisol super wichtig ist und dass es nicht nur ein Stresshormon ist, sondern dass es Energie zur Verfügung stellt. Es holt Glucose aus der Zelle und das wollen wir am Ende. Aber damit es das effektiv tut, muss ich dafür sorgen, dass ich nachts gut schlafe. Also das sind auch, also Magnesium ist ein Klassiker. Warum funktioniert Magnesium so gut Richtung Körperfettabbau, Richtung Energie? Weil es das Cortisol senkt. Weil es einfach das Nervensystem runterfährt. Dasselbe wie mit Breathwork, was wir eben haben. Oder L-Theanin ist eine Aminosäure, die das macht. Ashwagandha ist ein bekanntes Ding. Also einfach dazu beeinflussen, dass ich abends gut ins Bett komme und morgens fit raus. Auch über Hydration, Licht über 10.000 Lux und vielleicht ein Training. Denn Training wird im Körper abgespeichert. Wenn ich 3-4 Mal morgens Sport mache, wird der Körper an den anderen 3-4 Tagen zur selben Zeit trotzdem höheres Cortisol haben. Weil das ist ein Biorhythmus. Der Körper liebt Rhythmus. Und je besser ich in diesem Cortisolrhythmus bin und je besser meine Cortisolkurve ist, desto besser, weil da hängt eine ganze Menge dran. Da hängt Insulin dran, da hängt Testosteron dran, da hängen extrem viele Hormone dran. Und deswegen ist es eins der Sachen, die ich mir bei Kunden am Anfang angucke, weil Cortisolkurven kann ich relativ gut über diese Hacks modulieren. Genau. Das so als Takeaway. Tausend Dank, Dennis. Super gerne. Und ja, wenn da mal Fragen sind, ihr könnt ja in die School-Community, da antworte ich auch gerne. Einfach was einposten. Eine wirtschaftliche Frage noch. Was kostet denn jetzt zum Beispiel so eine Hautfaltenmessung, wenn ich das jetzt machen wollen würde? Mit dem School Grown-Ups Rabatt kommst du da für 50 € ran. Das kann man sich ja mal überlegen, wenn das so einen Impact hat.